Geschichte wird von Siegern geschrieben. Aber was, wenn die Grundlage ihres Sieges eine Lüge war? Von gefälschten Testamenten, die ganze Dynastien stürzten, bis zu Hochstaplern, die das römische Reich ins Wanken brachten. Die Antike war ein Minenfeld der Täuschung. In diesem Video ranken wir die 5 kühnsten und folgenreichsten Betrügereien vor dem Jahr 600 nach Christus. Willkommen bei KI mit Stil. Stellt euch vor, ihr steht in einem 3000 Jahre alten, schummrigen Tempel in Ägypten. Ihr betet zu einer riesigen Statue eures Gottes. Plötzlich vor euren Augen rinnt eine Träne über das steinerne Gesicht. Ein Zeichen? Ein Wunder? Oder der wohl älteste Betrugstrick der Geschichte? Willkommen zu unserem Platz 5, den weinenden Göttern Ägyptens. In einer Zeit, in der Priester immense Macht besaßen, mussten sie diese auch demonstrieren. Archäologische Funde und alte Texte deuten auf eine geniale Masche hin. Hohlstatuen. Priester konnten durch versteckte Öffnungen im Rücken der Figuren Wasser in ein internes Kanalsystem füllen, das direkt zu den Augen führte. Wenn eine wichtige politische Entscheidung anstand oder die Spendenbereitschaft mal wieder nachließ, sorgte ein Priester im Geheimen für den nötigen göttlichen Gefühlsausbruch. Das Ergebnis? Eine verängstigte und tief beeindruckte Bevölkerung, die sofort großzügiger opferte, um die Götter wieder gnädig zu stimmen. Am Ende des Tages weinten die Götter also nicht über das Schicksal der Menschen, sondern direkt in die Kassen des Tempels. Ein cleverer und profitabler Schwindel, der es mühelos auf unsere Liste schafft. Für Geld kann man fast alles kaufen. Macht, Einfluss, schier unendlichen Luxus. Aber kann man sich davon auch Erlösung kaufen? Kann man Gott bestechen? Ein Mann in der Antike war größenwahnsinnig und arrogant genug, genau das zu versuchen. Und sein Name wurde zum düsteren Inbegriff für Korruption im Glauben. Platz 4. Simon Magus, der Gaukler, der Gott kaufen wollte. Wir sind im Samaria des 1. Jahrhunderts und Simon ist hier der unangefochtene Superstar der Gassen und Märkte, ein charismatischer Illusionist, ein Meister der Massenpsychologie. Seine Tricks waren so überzeugend, dass die Menschen ihn nicht nur bewunderten, sie verehrten ihn als eine wandelnde Gottheit, die scheinbar die Naturgesetze beugte. Doch dann betreten die Apostel Petrus und Johannes seine Bühne. Ihre Handlungen sind keine einstudierten Showtricks für den Marktplatz. Ihre Macht wirkt fundamental anders, echter, zutiefst erschütternd. Simon, der Geschäftsmann, der sein Leben lang alles mit Illusion und Schein geregelt hat, sieht in dieser Kraft das ultimative Upgrade für sein Portfolio. Er beobachtet fasziniert, wie die Apostel durch bloße Handauflegung den Heiligen Geist weitergeben und fasst einen folgenschweren Entschluss. Er zückt seinen prall gefüllten Geldbeutel und macht ihnen ein Angebot, das als Symbol der Anmaßung in die Geschichte eingehen wird. Er will ihnen die Lizenz für diese göttliche Kraft abkaufen. Die Antwort von Petrus ist eine der härtesten Zurückweisungen der Geschichte, ein verbaler Donnerschlag. Dein Geld fahre mit dir zur Hölle. Du dachtest, du könntest die Gabe Gottes kaufen? Simons dreister Versuch scheiterte zwar spektakulär, aber er hat sich damit unsterblich gemacht. Bis heute wird der Kauf oder Verkauf von kirchlichen Ämtern, ein Akt, der später ganze Königreiche spalten sollte, nach ihm benannt. Simonie. Er wollte die Macht Gottes in seinen Warenkorb legen und bekam das Stadtstaat einen Ehrenplatz in den Geschichtsbüchern als der Mann, dessen unfassbare Arroganz sprichwörtlich wurde. Stellt euch vor, ein berüchtigter Herrscher, ebenso gehasst wie verehrt, stirbt. Das Reich atmet auf, die Geschichtsbücher werden geschlossen. Doch dann, Monate später, taucht er wieder auf. Oder jemand, der ihm exakt gleicht, seine Lieder singt und seinen Anspruch auf den Thron erhebt. Das ist keine Geistergeschichte. Das ist der politische Albtraum, der Rom im 1. Jahrhundert heimsuchte. Platz 3. Die falschen Neros. Nach dem erzwungenen Selbstmord von Kaiser Nero im Jahr 68 herrscht Chaos.
Und hier liegt das Problem. Während Nero in Rom als dekadenter Tyrann galt, war er in den Ostprovinzen, besonders in Griechenland, eine Art gefeierter Popstar der Antike. Sein Tod hinterließ nicht nur ein Machtvakuum, sondern auch das perfekte Gerücht. Nero sei gar nicht tot, er habe sich nur zum Erzfeind, den Patern, abgesetzt und warte auf seine triumphale Rückkehr. Diese Steilvorlage nutzten mindestens 3 Hochstapler eiskalt aus. Sie sahen Nero nicht nur verblüffend ähnlich, sie kopierten auch meisterhaft seine exzentrische Art, spielten die Chitarra und umgaben sich mit einer Aura aus kaiserlichem Glanz. Der gefährlichste von ihnen, Terentius Maximus, war so überzeugend, dass er eine kleine Armee um sich scharte und durch Kleinasien zog. Seine Dreistigkeit kannte keine Grenzen. Er floh zum Partherreich und überzeugte den dortigen König beinahe, ihm mit einer Invasionsarmee zu helfen, seinen Thron in Rom zurückzuerobern. Diese falschen Neros waren mehr als nur kuriose Doppelgänger. Sie waren lebende Beweise dafür, wie fragil die römische Macht wirklich war und wie sehr das Schicksal des Imperiums von Gerüchten, Propaganda und dem Glauben der Massen abhing. Am Ende braucht es keine feindlichen Legionen, um das Reich ins Wanken zu bringen, nur das Gesicht eines toten Kaisers und die unglaubliche Frechheit, es zu tragen. Jede große Zivilisation hat ihre Mythen. Aber stellt euch vor, die heiligste Quelle der Weisheit, der offizielle Notfallleitfaden eines ganzen Imperiums für den Umgang mit Katastrophen, wird selbst zur größten Lüge. Was passiert, wenn das Wort der Götter gehackt wird? Platz 2. Die sibyllinischen Bücher. Das war im alten Rom keine esoterische Spinnerei, sondern absoluter Staatsräson. Eine geheime Sammlung göttlicher Prophezeiungen, die bei jeder existenziellen Krise, Seuchen, schwere militärische Niederlagen, unheilvolle Omen von einem Priesterkollegium zu Rate gezogen wurde. Ihre Ratschläge waren praktisch Gesetz, doch im Jahr 83 vor Christus passiert die Katastrophe. Die originalen, unbezahlbaren Bücher verbrennen bei einem Brand auf dem Kapitol. Ein nationaler Schock. Rom versucht panisch, sie zu ersetzen und schickt Gesandte in die ganze griechische Welt, um neue Sprüche zu sammeln. Doch diese neue Sammlung hat ein gewaltiges Sicherheitsproblem. Niemand weiß mehr genau, was echt ist und was nicht. Und diese Lücke nutzten erst jüdische und später christliche Autoren brillant aus. Sie verfassen ihre eigenen, neuen Prophezeiungen im exakten Stil der alten Sibyllen. Darin verpacken sie geschickt ihre eigene Theologie. Sie sagen den Untergang der römischen Götter voraus, sie kritisieren die Kaiser als Tyrannen und sie prophezeien das Kommen eines einzigen wahren Gottes. Diese Fälschungen werden in Umlauf gebracht und als jahrhundertealte, unantastbare Weisheiten ausgegeben. Das war kein simpler Betrug mehr, das war ein antiker Informationskrieg. Eine subversive Operation, die über Jahrhunderte lief und den heidnischen Glauben Roms von innen heraus mit seinen eigenen Waffen schlagen sollte. Die raffinierteste Waffe ist eben nicht das Schwert, sondern das Wort, besonders wenn man es einem Gott in den Mund legt, der es nie gesagt hat. Wir hatten weinende Götter, falsche Kaiser und gehackte Prophezeiungen. Doch all das verblasst gegen unsere Nummer 1. Denn dies ist nicht nur die Geschichte eines cleveren Betrugs. Dies ist die Geschichte, wie die folgenreichste Fälschung der Antike ein ganzes Imperium von innen heraus vernichtete und das Schicksal einer Nation für immer veränderte. Platz 1. Das gefälschte Testament des ersten Kaisers von China. Im Jahr 210 vor Christus stirbt Qin Shi Huang, der Mann, der die verfeindeten Reiche einte, die Große Mauer verband und sich mit der Terrakotta-Armee unsterblich machte. Er stirbt auf einer Inspektionsreise, hunderte von Kilometern entfernt von der Hauptstadt. Nur eine Handvoll Vertrauter ist bei ihm, darunter sein Kanzler Li Si und der oberste Eunuch Zhao Gao. Der letzte Wille des sterbenden Kaisers ist klar. Sein fähiger und respektierter ältester Sohn, Fu Su, soll ihm nachfolgen.
Doch die beiden Verschwörer fürchten Fusu. Sie wissen, unter seiner Herrschaft wäre ihre Macht gebrochen, also fassen sie einen Plan von unfassbarer, eiskalter Dreistigkeit. Sie halten den Tod des Kaisers wochenlang geheim. Um den Verwesungsgeruch der Leiche im Hochsommer zu überdecken, lassen sie Wagen mit verrottendem Fisch neben dem kaiserlichen Leichenwagen fahren. In dieser Zeit fälschen sie ein kaiserliches Dekret. Darin befehlen sie dem Thronfolger Fusu und seinem loyalsten General, im Namen des Vaters wegen angeblicher Illoyalität ehrenhaft Selbstmord zu begehen. Gleichzeitig setzen sie den jüngsten, schwachen und völlig manipulierbaren Sohn Huai als neuen Kaiser ein. Und das Unfassbare geschieht. Fusu, der pflichtbewusste Sohn, gehorcht dem gefälschten Befehl seines Vaters und nimmt sich das Leben. Das Ergebnis war eine absolute Katastrophe. Der Marionettenkaiser und der machthungrige Eunuch trieben das Reich durch Terror, Paranoia und pure Inkompetenz in massive Aufstände und den totalen Ruin. Die Qin-Dynastie, die für die Ewigkeit gebaut, zerfiel nur 3 Jahre nach dem Tod ihres Gründers. Eine einzige brillante Fälschung hatte nicht nur einen Thron gestohlen, sie hatte ein ganzes Imperium ausgelöscht. Welche Platzierung fandet ihr am dreistesten? Und welche unglaublichen historischen Ereignisse sollen wir als nächstes mit KI zum Leben erwecken? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch diese Reise in die Vergangenheit gefallen hat, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke.